Jeder Mensch ist ein Künstler. Das sagt in seiner anthropologischen Kunsttheorie Joseph Beuys, der Mann, der in Anglerweste und zerknautschtem Filzhut das Verständnis dessen, was Kunst sein kann und darf, so radikal erweitert hat wie kaum ein anderer Künstler. Seine antiakademischen, antitraditionellen und sozialrevolutionären Thesen provozieren und treffen in ihrer radikalen Absolutheit zu Beginn der 1960er in der jungen Bundesrepublik einen Nerv. Beuys spaltet, provoziert, wird gleichermaßen verehrt und angefeindet. Während die einen in ihm einen Schamanen und Visionär sehen, der die Gesellschaft durch Kreativität heilen will, verspotten ihn andere als Scharlatan, dessen Werke, oft aus Fett, Filz oder vermeintlichem Abfall bestehend, die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Und dennoch ist Beuys in der Postmoderne doch ein wenig aus der Mode gekommene Annäherung an das zentrale Motiv der christlichen Heilslehre, die Kreuzigung, keine verballhornende Provokation des Künstlers, sondern vielmehr Ausdruck seiner tiefen Spiritualität. Beuys? Eines muss von vornherein durchaus kritisch gesagt werden. Joseph Beuys' künstlerische Arbeit fußt beinahe vollständig auf einer von ihm selbst erschaffenen und propagierten biografischen Legende und einer untrennbar damit verwobenen Mythologie. 1921 im niederrheinischen Kleve geboren, erlebt der vielseitig interessierte Hitlerjunge Beuys nach dem Notabitur als Freiwilliger den Kriegsdienst als Bordfunker in einem Sturzkampfbomber. Einen Absturz über der Krim im Jahr 1944 münzt Beuys später zum zentralen Gründungsmythos seines Schaffens um. Zeitlebens behauptet er, nach dem Absturz schwer verletzt von Tataren gerettet worden zu sein, die 8 Tage lang seinen Körper immer wieder mit Fett einrieben und in Filz wickelten, um ihn zu wärmen und zu heilen und so sein Leben zu retten. Historisch ist diese verklärende Darstellung sehr eindeutig widerlegt. Sie verdeutlicht aber, wie und auf welcher Grundlage Beuys aus den Materialien Fett und Filz die Grundpfeiler seiner Materialsemantik als Symbole für Schutz, Energie und Wärme entwickeln wird. Während seines Bildhauerstudiums als Meisterschüler bei Ewald Mataré an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf beschäftigt sich Beuys schon früh in Zeichnungen und Skulpturen mit einer mystisch geprägten christlich-religiösen Bilderwelt. Beispielsweise im 1947 entstandenen Sonnenkreuz oder seiner Pietà von 1949-50. In dieser Thematik klingt auch immer wieder das unbewältigte traumatische Absturzerlebnis nach. 1954 erfasst Beuys eine schwere Depression, die er schlussendlich nach verschiedenen Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken erst durch Flucht zu Freunden aufs Land überwinden kann. Er selbst sagt, dass in dieser Zeit in ihm etwas habe absterben müssen. Der Initialvorgang sei, so Beuys, ein allgemeiner Erschöpfungszustand gewesen, der sich jedoch in einen regelrechten Erneuerungszustand umgekehrt habe. Dieser Gedanke einer spirituellen Wiedergeburt wird zentrale Triebfeder seines weiteren künstlerischen Denkens und Arbeitens. 1961 übernimmt Beuys, gegen den ausdrücklichen Widerstand seines ehemaligen Lehrers Mataré, den Düsseldorfer Lehrstuhl für monumentale Bildhauerei. Dort entwickelt Beuys, tief verwurzelt in anthropologischen Ideen, seinen erweiterten Kunstbegriff. Seine Vision der sozialen Plastik besagt, dass jeder Mensch durch seine schöpferische Kraft zur Gestaltung der physischen, sozialen und ästhetischen Umwelt beitragen kann. Ein Gedanke, der in seinem berühmten, oft bewusst simplifizierend auf die erste Teilaussage verkürzten Diktum »Jeder Mensch ist ein Künstler« in dem Sinne, dass er etwas gestalten kann, gipfelt. Aus eben diesem Verständnis heraus gerät Beuys zunehmend in Konflikt mit dem Kollegium der Düsseldorfer Kunstakademie und der diese finanzierenden Landesregierung. Seine Entscheidung, im Sommersemester 1971 gegen den ausdrücklichen Willen der Hochschule die insgesamt 142 abgelehnten Bewerberinnen und Bewerber in seinen Kurs aufzunehmen, wird aufgrund der anti-elitistischen Grundaussage zum bildungspolitischen Eklat. Ein Jahr später wird ihm, dem seit 1964 regelmäßig auf der Documenta präsenten Künstler von Weltrang, durch den Wissenschaftsminister das Dienstverhältnis gekündigt und Beuys verliert, wenngleich auch nur vorübergehend, seine Professur.
Beuys lässt sich in seinem gesellschaftspolitisch und basisdemokratisch geprägten Kunstverständnis nicht beirren, kämpft um seine Professur, führt, besonders gern öffentlich und öffentlichkeitswirksam, Diskussionen mit Repräsentanten von Politik und Wirtschaft, aber eben auch mit Gruppen von Schülern, Studenten, Hausbesetzern, Theologen oder Hausfrauen. Als bildender Künstler bleibt der inzwischen auch kommerziell erfolgreiche Joseph Beuys ebenso präsent, stellt beispielsweise gemeinsam mit Andy Warhol oder Robert Rauschenberg aus. Besondere Aufmerksamkeit und für die Entwicklung einer auf den Menschen anstatt auf das Automobil ausgerichteten Stadtplanung besonders folgenreich ist sein 1982 begonnenes Dokumenta-7-Projekt der 7000 Eichen, programmatischer Untertitel Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung. Beuys, inzwischen auch bei der noch jungen Partei der Grünen direkt politisch aktiv, pflanzt gemeinsam mit anderen, soziale Plastik eben, im Rahmen der Kunstschau zur Rückeroberung des urbanen Raumes als Lebenswelt in den Straßen der Stadt Kassel mehr als 5000 jeweils mit einer Basaltsäule kontrastierend ergänzte Bäume. Mit ihnen setzt der Künstler seiner Überzeugung ein Denkmal, dass die persönliche Befreiung des individuellen Menschen untrennbar mit der Befreiung der gesamten Menschheit und der Pflanzen- und Tierwelt verbunden sei. Eben diese Verbindung, so der Künstler, sei aber von Seiten des Menschen abgebrochen. Unter der Oberfläche der von Beuys vertretenen sozialen Plastik liegt ein tief verwurzeltes religiöses und spirituelles Fundament, dessen Ästhetik untrennbar mit seiner christlichen Prägung einerseits und einer vom Künstler spezifisch gelebten Ausformung des Schamanismus andererseits verbunden ist. Konkret einem religiös-magischen Vermittlersystem zwischen Mensch und Naturkräften. Der Mensch kann aber auch mit Wesen sprechen, die höher sind als sein kurzfristiger, rein intellektueller Verstand. Er kann mit seinem Ich in Kontakt kommen, er kann mit einem Engel sprechen und damit ist ja das Bild des Menschen bis zu dem Gottesbegriff groß. Und ich möchte es nicht so klein halten, wie es der Materialismus hat schrumpfen lassen. Beuys Ausspruch „Auferstehen muss der Mensch" verbindet dabei schamanisches Ritual und christliche Erlösungshoffnung in der These, dass der Mensch durch die Kunst zu einer neuen Form der Existenz finden muss. In diesem Auferstehensprozess nimmt er selbst die Rolle eines Schamanen ein, der die Kluft zwischen dem besitzstrebenden Rationalismus der Moderne und den archaischen Kräften der Natur zu überbrücken sucht. Der Künstler agiert hierbei als Mittler und Heiler einer als krank empfundenen Gesellschaft. Beuys bevorzugte Arbeitsmaterialien, Fett als Energieträger und Wärmespeicher sowie Filz als Isolator und Schutzraum, sind in diesem Kontext Substanzen, Elixiere einer rituellen Praxis, die den metaphorischen Prozess der Durchwärmung, die geistige und emotionale Wiederbelebung des Menschen einleiten sollen, um den Todeszustand einer materialistischen Gesellschaft durch Entfesselung der individuellen und kollektiven schöpferischen Freiheit zu überwinden. Joseph Beuys selbst stirbt 1986 vor Abschluss des diesen Gedanken so eindrucksvoll versinnbildlichenden Mammutprojekts der 7000 Eichen. Der letzte Baum wird von Beuys eigenem Sohn Wenzel im Rahmen der Documenta 8 gepflanzt. Somit sind die 7000 Eichen das einzige 2 Ausgaben der Documenta umspannende und diese so unmittelbar inhaltlich miteinander verbindende Werk. Die Kreuzigung aus den Jahren 1962-63 nimmt in Beuys durchaus komplexem und kontroversem Œuvre eine besondere Stellung ein, da es ein zentrales Motiv der christlichen Ikonographie aufgreift und in eine besonders unerwartete Formen- und Materialsprache übersetzt. Das Werk, heute in der Staatsgalerie Stuttgart, entzieht sich bei der ersten Betrachtung jedweder herkömmlichen Erwartung an eine sakrale Darstellung, wirft in seiner Erscheinung die grundlegende Frage auf, wie ein solch fragiles Objekt aus banalen Alltagsmaterialien die tiefe spirituelle und existenzielle Dimension eines jahrtausendealten religiösen Themas transportieren soll. So mag es auf den flüchtigen Blick und ohne Betrachtung oder Kenntnis der Beuysschen Positionen sogar respektlos erscheinen. Das Werk ist mit gut 40 cm Höhe eine recht kleinformatige Assemblage, die sich aus unterschiedlichsten disparaten Materialien, Holz, 2 Glasflaschen, Elektrokabel, Draht und Papier zusammensetzt. Die einzelnen Bestandteile sind abgenutzt, dreckig, von Gebrauchsspuren geprägt. Wegwerfmaterial einer Wegwerfgesellschaft.
Der Aufbau ist von einer spröden Einfachheit geprägt. Auf der hölzernen Plinte eines augenscheinlich als Bauholz benutzten Brettes erhebt sich ein Sockel, grob zusammengebaut aus einem kleineren, krude festgenagelten Brett und zwei abgenutzten Vierkanthölzern, gerissen, gebrochen, von Farbresten beschmutzt. Das stumpfe Grau und Braun der Flaschen sowie das verwitterte Holz dominieren die Farbigkeit und unterstützen den Eindruck einer Vergänglichkeit alles Physischen. Zwischen den Gefäßen ragt als vertikale Achse ein Mast empor, gefertigt aus zwei schmalen, ungleichmäßigen Leisten, zusammengebunden mit Kabelresten. Aus seinem oberen Ende ragt ein rostiger Nagel, an dem ein wirr verbogener und in sich verdrillter Draht befestigt ist, von dem wiederum an einer Schlaufe an seinem Ende an einem Faden befestigt eine Nähnadel wie ein Lot senkrecht herabhängt. Oben an der Spitze des Mastes findet sich, scheinbar festgeklebt, ein grob rechteckig ausgerissener, mit einem rotbraunen Kreuz bemalter Zeitungsausschnitt. Links und rechts von dieser schlanken Struktur finden sich zwei ursprünglich braune, in der Form gedrungen wirkende Flaschen. Sie sind ungleichmäßig überzogen von einer fleckig opaken, teils wie abgescheuert wirkenden weißlichen Farbschicht. Rund um den zugeschraubten Flaschenhals ist das Farbmaterial sogar dick verkrustet. In der Frontalansicht nur zu erahnen, sind die oben auf den die Flaschenhälse verschließenden Deckeln aufgeklebten, in der Grundanlage mit dem am Mast befestigten identischen, mit einem Kreuz versehenen Zeitungsausschnitte. Sie alle lassen Satz- und Wortfragmente wie Zentralbank oder Verlobung geben bekannt erkennen, die in ihrer Willkürlichkeit jedoch in keinen unmittelbaren Kontext zu bringen sind. Auf diesem als Basis dienenden Hügel stehen also links und rechts einer sie überragenden Struktur angeordnet zwei begleitende Figuren. Die durch den Werktitel angeregte Lesart, die Assemblage als die Szene der Kreuzigung Jesu auf dem Hügel Golgatha, der Schädelstätte, zu begreifen, folgt damit in der Anlage dem ikonografischen Topos der Kreuzigungsgruppe mit einer Personengruppe am Fuße des gekreuzigten Jesus. In der Regel sind dies, angelehnt an das Johannesevangelium, links Jesu Mutter Maria sowie rechts der Apostel Johannes. In der Mitte dazwischen steht in dieser Bildlichkeit also das Kreuz mit dem daran sterbenden Jesus. Der Draht mag dabei auf die Dornenkrone verweisen, Nadel und Faden auf die besondere Verbindung zwischen Jesus und seinem in der Auslegungstradition immer wieder als Lieblingsjünger bezeichneten Johannes anspielen. In einer alternativen Lesart repräsentieren die beiden Flaschen, ein wenig nach rechts geneigt, die rechte sogar recht deutlich, die beiden Schächer, also Räuber, die an Christus Seite gekreuzigt werden. In der biblischen Darstellung zeigt Gestas, der rechte der beiden, auch im Angesichts des eigenen Todes wenig Reue für seine Taten und verhöhnt sogar den zweifelnden Jesus. Dismas hingegen erkennt dessen Unschuld und bittet ihn um Gnade. Jesus verspricht dem Reumütigen daraufhin, dass sie noch am selben Tage gemeinsam im Paradies sein würden. So wird dann der Ort des eigenen Todes zugleich zum Ort der Erneuerung, der Wiederauferstehung. Die diese Lesarten stützende Symmetrie der Frontalansicht verliert sich jedoch naturgemäß in der Seitenansicht des, dies sollte eben auch bei aller Dominanz der frontalperspektivisch zur Verfügung stehenden Abbildungen nicht vergessen werden, dreidimensionalen Objekts. So wird nun deutlich, dass die Raumtiefe des Werkes deutlich größer ist als dessen Breite. Aus dieser Perspektive weckt die Gesamtform Assoziationen an ein improvisiertes Floß. Man mag sogar an Géricaults monumentales Gemälde vom Floß der Medusa denken. Auch dieses thematisiert im weitesten Sinne leidvolles Sterben und die sinnbildliche Auferstehung nach der erlösenden Rettung aus der Katastrophe. Die in der Seitenansicht viel deutlicher erkennbare Verschnürung der beiden zentralen Holzleisten wirkt hier wie eine aus der Not heraus hergestellte Verbindung zu einem Mast mit Segel und verstärkt die Assoziation eines Floßes abermals. Der von vorne so wirr geformte Draht ragt über die Flaschen wie eine provisorische Angel. An seinem zur Schlaufe gebogenen Ende hängt am dünnen Faden die Nadel wie ein Köder. Die Flaschen hingegen, frontal gesehen nach rechts geneigt, stehen in dieser Ansicht indes aufrecht, beinahe wie zwei Posten, die nach Land Ausschau halten. In der auch in der Stuttgarter Ausstellung kaum zu erahnenden Rückansicht zeigt sich insbesondere an der linken Flasche eine regelmäßige Aussparung in der aufgetragenen Farbe. Das braune Glas bleibt klar sichtbar. So ist auch zu erkennen, dass die Flaschen leer sind. Deutlicher als von vorne sind von hinten auch die Kabel und ihre stark ausgefransten Enden auszumachen, die beiden die zentrale vertikale Form bildenden Leisten verbinden.
Hier ist die eine auch als keilförmig nach unten spitz zulaufend zu erkennen. Die Verbindung durch Elektrokabel ist kein Zufall, sondern ein Hinweis auf Beuys Verständnis von Kunst als energetischem System. Das Kreuz ist nicht mehr nur ein Marterpfahl, sondern ein Transformator, der spirituelle Energie leitet. Vielleicht auch aus diesem Gedanken heraus nutzt er das Symbol immer wieder, auch in anderen Kontexten. Eine rein christliche Deutung des Werkes muss deshalb auch im Sinne des Künstlers zumindest als Einengung verstanden werden. In den 1960er Jahren verwendet Beuys beispielsweise das Kreuzmotiv auf mehreren Stempeln, mit denen er verschiedene Objekte versieht, um sie mit der Markierung seinem künstlerischen Kosmos einzuverleiben. Die Flaschen, oft als Blutkonserven oder Behältnisse für Medizin oder Nahrung assoziiert, verweisen zugleich auf das Thema der Heilung und der Substanzverwandlung. Auffallend ist, dass zahlreiche der Werkkonstituenten ebenfalls zweimal vorkommen. 2 Sockelbretter sind gegeneinander verkreuzt, 2 vertikale Leisten mit 2 Kabeln aneinander gebunden, 2 Balkenstücke bilden parallel gerichtet die Basis für eben jene 2 darauf montierten Flaschen. Die Dualität ist offenkundig ein sich durch das Werk ziehendes Leitmotiv. Verbindendes Merkmal aller 3 mehr oder minder vertikalen Elemente, Flaschen wie Mast, sind die Zeitungsausschnitte mit dem darauf gemalten Kreuz. Bemerkenswert ist hier die trotz der eindeutig christlichen Bezüge des Gesamtwerkes verwendete Form des griechischen, auch gemeinen Kreuzes, bekannt aus dem Wappen des Roten Kreuzes, anstelle des in der christlichen Ikonographie genutzten lateinischen Kreuzes, an dem Jesu zu Tode kam. Es ist sicherlich kein allzu weit hergeholter Gedanke, in dieser Symbolsprache die Verbindung auch zu Beuys Absturz, seiner Rettung und Pflege und seiner Wiederauferstehung nach der Todeserfahrung zu sehen. Beuys löst das Kreuz von seiner rein christlich-religiösen Bedeutung und bezeichnet es als Zeichen für den Menschen. Für ihn ist die Kreuzigung ein notwendiger Prozess auf dem Weg zur vollen Inkarnation, für die der Mensch metaphorisch sterben muss, um in einer neuen, kreativen Gestalt wieder aufzuerstehen.